Ja, hallo und grüß euch zum neuen Video. Heute möchte ich euch was Feines vorstellen. Ich habe mir nämlich eine elektrische Gartenschere gekauft und die möchte ich euch heute vorstellen. Ja, vorab möchte ich aber erwähnen, dass das leider nicht die erste Gartenschere ist, die ich gekauft habe. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen erst die Bosch EasyBrun gekauft. Das ist auch eine elektrische Gartenschere in der zweiten Generation und mit der war ich überhaupt nicht zufrieden. Und das möchte ich euch jetzt noch schnell erzählen, was mit der passiert ist. Ja, die Bosch war leider für meine Zwecke überhaupt nicht geeignet. Ich habe es gekriegt, habe den Akku voll aufgeladen und das erste, was ich machen wollte, ich wollte meine vertrockneten Zweige von einem Rhododendron schneiden und das hat es leider überhaupt nicht geschafft. Also ich bin bei kleine 1 cm dicke Zweige, da ist schon immer weitergekommen und das war's. Ich habe dann noch versucht, von der Hainbuche ein paar Zweige abzuschneiden. Das hat es leider auch nicht gepackt. Die waren auch nicht so maximal 2 cm maximal dick, 1,5 bis 2 cm. Und auch da hat es dann einen Geist aufgegeben, mehr oder weniger. Es wird einfach gestoppt. Da war es folgendermaßen, wenn ich jetzt mit der hier vergleiche, da gingen diese zwei Blätter hier auseinander und der Zweig, der hat sich dazwischen eingeklemmt, sodass diese Schere nicht mehr aufmachen konnte. So zumindest war es bei der Bosch EasyBrun. Ja, die ist dann am selben Tag wieder zurückgewandert und auf den Test habe ich dann verzichtet, weil ich es nicht noch mehr kaputt machen wollte, weil ich habe die aus eigener Tasche bezahlt. Ich war nicht zufrieden, habe dann weitergesucht, habe ein bisschen mehr zahlen müssen. Die Bosch EasyBrun war in der zweiten Generation, ich glaube, knapp 90 €. Und dann habe ich mir eben die hier gekauft und jetzt machen wir mit der hier weiter. Und die zeige ich euch jetzt, was die alles kann. Mir geht es bei der Vorstellung von der elektrischen Gartenschere jetzt hier nicht um einen Vergleich mit Stihl oder Makita, um jetzt nur zwei zu nennen. Die sind für mich in einer ganz anderen Preisklasse und die ich mir als Otto-Normalverbraucher jetzt gar nicht kaufen würde. Mir geht es um eine gute Gartenschere, gute elektrische Gartenschere muss man sagen, die ich mir als Otto-Normalverbraucher kaufen kann, die für mich, für meinen großen Garten einfach geeignet ist und wo ich mir die Arbeit erleichtern kann. Ja, und Arbeitserleichterung ist das Stichwort. Ich bin damit zufrieden, habe es schon ein bisschen testen können und möchte es euch deswegen jetzt vorstellen. Ja, verpackt war die ganze Gartenschere in diesem Karton hier. Sie kommt aus China, auch zu erkennen an diesen chinesischen Schriftzeichen da unten. Die Anleitung ist Chinesisch und Englisch, leider kein Deutsch, ist aber größtenteils selbsterklärend. Geliefert wird es mit 2 Akkus, dann ist noch ein Steckernetzteil dabei mit 230 Volt und ein bisschen ein Werkzeug ist dabei. Das war's. Zum Lösen von dem Akku drücke ich hier diese Taste und ziehe den Akku nach vorne ab, das geht ein bisschen streng und dann hat man auch den Akku in der Hand. Ja, Ladeschale sucht man jetzt hier vergeblich. Wir haben hier eben so einen Klinkenstecker und hier die Buchse. Um den Akku zu laden, stecke ich einfach hier das an in die Steckdose und dann sehe ich hier eine LED. Zeigt die LED rot an, ist am Laden, ist der Akku am Laden, zeigt sie grün an, ist sie fertig. Ganz einfach und simpel, ohne Ladeschale. Anschalten tue ich die Gartenschere, indem ich diesen Knopf hier drücke. Jetzt piepst sie und jetzt ist sie einsatzbereit. Man sieht es auch an dieser grünen LED. Jetzt drücke ich hier zweimal. Und zur Benutzung betätige ich hier einfach den Hebel. Hier einfach drücken. Und sie fährt zu. Das
sollte man natürlich nicht machen. Das könnte ins Auge gehen. Wie heißt so schön, Schnipp, Schnapp, Finger ab. Wir haben nämlich an dieser Schere hier keine zusätzliche Sicherung oder Sicherheitsmöglichkeit. Das heißt, einmal versehentlich hier hingekommen und sie macht zu. Das ist auch hier nicht stufenlos. Also wenn ich den Schalter gedrückt habe, dann bleibt zu. Also in dem Bereich tut sich nichts. So, jetzt ist gesperrt. Wenn ich hier länger drücke und wenn ich wieder öffnen will, zweimal schnell. Zum Sperren nochmal. Drücken, bis piepst. Jetzt kann ich loslassen. Jetzt ist gesperrt. Aber auch nur wieder, also jetzt kann ich versehentlich hin, aber zweimal schnell und sie macht wieder auf. Einen Messerwechsel kann man hier auch vornehmen, indem man hier die Schraube löst und vermutlich hier die Schraube. Ich mache es jetzt nicht, meine Messer sind scharf, aber Werkzeug ist beiliegend für hier und für hier, für den. Ja, ich habe mir die Gartenschere übrigens selber gekauft. Der Link dazu, den stelle ich euch unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr es bei Bedarf nachkaufen. Also ich habe hier die Version 2 gekauft. Das ist hier die mittlere Spalte in der Anleitung. 21 Volt, 2 Ampere-Stunden Akku. Die Ladezeit ist 1,5 Stunden, circa 1 bis 1,5 Stunden. Die Betriebszeit liegt bei 4 bis 5 Stunden. Die maximale Leistung ist bei 800 Watt und das Gewicht, das Gesamtgewicht ist bei 1 Kilogramm. Mit 1 Kilogramm, also sie liegt gut in der Hand, muss man sagen. Man kann die jetzt schön hier so nehmen. Das ist jetzt nicht so lastig, dass der Akku jetzt schwerer ist oder so. Also es geht einigermaßen. Das ist total super in der Hand. Und was sie alles kann, das schauen wir jetzt. Das ist ja das Interessante eigentlich. Das sind ja bloß die ganzen technischen Daten. Und jetzt schauen wir, was es eigentlich wirklich kann. Dazu gehen wir in den Garten. Ich habe jetzt hier mal einen Ast, so 1,5 bis 2 cm Durchmesser. Ich habe eine ganz normale Gartenschere, möchte den jetzt mit einer ganz normalen Gartenschere durchschneiden. Ich nehme jetzt sogar mal die dünnere Seite. Jetzt schauen wir mal, wie schwer ich mir tue. Beziehungsweise geht es überhaupt. Okay. Hier komme ich nicht durch. Soweit bin ich durch, halb durch. Dann habe ich eine Astschere. Ist auch kein Markenprodukt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Man hört schon, auch hier geht es schwer. So, und jetzt vergleichsweise die hier. So viel dazu. Hier habe ich zum Test jetzt einfach mal ein Hartholz und auch hier problemlos. Kann man den ganz abschneiden oder hängt da noch was dran? Können wir gleich mal schauen. Aber den können wir hier noch mehr zurückschneiden. Und für solche Dinge ist die natürlich optimal geeignet. Und wie man schon sieht, dieser Schnitt ist wirklich super sauber.
ja hier von der Tanne einfach mal schnell ein paar vertrocknete Äste abschneiden nebenbei. Probieren wir. Kein Problem, wie man sieht. Überhaupt kein Problem. Schauen wir uns genauer an. Mehr als daumendick. Das ist mein Daumen. Also hier sind ungefähr 2 Zentimeter schon trocken, kein Problem. Das hier ist ein Haselnussstrauch. Hier testen wir es auch mal. Also hier kommt dann die Leistungsgrenze, aber geht beim zweiten Mal auch durch. Testen wir es nochmal. Also hier sind wir deutlich über 3 cm, so circa 3,5 cm. Deswegen geht der hier auch nicht mehr. Also hier schafft das nimmer. Das ist jetzt halt hier zu vertrocknet, das Ganze schon. Dagegen hier unten frischere Äste sind kein Problem. Den hier unten, was ich geschnitten habe, sind wir natürlich 2,5 cm, problemlos möglich. Also mit welcher Leichtigkeit er hier durchschneidet, ist schon beeindruckend. Für Apfelbäume schneiden ist das, glaube ich, eine große Erleichterung, diese ganzen Wassertriebe wegschneiden. So, jetzt muss ich auf meine Finger aufpassen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch diese Gartenschere ein bisschen zeigen, vorführen und näher bringen. Es geht hier bei mir um Arbeitserleichterung und ich finde, das ist so ein Gerät, das das einfach verdient, eine Arbeitserleichterung zu sein. Das ist wie so ein Rasenmäher. Ich meine, an Rasen schneidet man ja auch nicht mehr mit einer Handsense oder mit so einem Handrasenmäher, sondern nimmt man einen motorisierten Rasenmäher. Und in dem Fall beim großen Garten, finde ich, ist das auch Pflicht. Und genau aus dem Grund wollte ich euch die vorstellen, wollte es euch zeigen. In der Videobeschreibung unten habe ich einen Link dazu hinterlegt, zu der Gartenschere. Ich würde mich freuen, wenn ihr so eine kaufen wollt, über meinen Link diese kauft. Dadurch kriege ich eine kleine Provision und kann dadurch weitere solche Geräte mal wieder kaufen und euch vorstellen. Wenn euch das Video allgemein gefallen hat, dann bitte einen Daumen da lassen und Abo da lassen, wäre auch nicht schlecht. Das Abo kostet ja nichts. Das sollte mittlerweile hoffentlich auch schon bekannt sein, dass so Abonnieren kostenlos ist. Man muss sich dazu bloß bei YouTube anmelden. Aber ich habe auch schon gehört, dass das scheinbar einige nicht wissen. Ja,
Fragen, Anregungen und so weiter. Über einen netten Kommentar freue ich mich immer unten unter der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's es gut. Bis dahin. Ciao.